Und wir konnten nicht widerstehen, wir waren in einer Kunstgalerie und haben zugeschlagen. In diesem Moment wusste ich noch nicht, dass ich Opfer einer typischen Betrugsmasche in Jogjakarta geworden bin. Und er hat gesagt, dass die Erlöse unter den Künstlern aufgeteilt werden, dass noch ein Teil gespendet wird. Klingt zu schön, um wahr zu sein. Und es kommt zum stolzen Preis. Wie viel wir für dieses Batik-Gemälde bezahlt haben, erfahrt ihr später im Video. Aber erstmal der Reihe nach, denn unsere ersten Tage in Jogjakarta waren richtig schön. Terima kasih. Los geht die Reise hier von Malang nach Jogjakarta. Ungefähr 7 Stunden liegen vor uns, aber kein Problem. Wir haben heute eine etwas teurere Klasse gebucht als beim letzten Mal. Nicht Economy, sondern Exekutiv. Also man hat super viel Beinfreiheit, man hat sogar einen kleinen Tisch, das heißt, ich kann arbeiten. Und es gibt auch einen Speisewagen. Aber hier direkt hinter mir kann man den sehen. Von daher sind wir bestens verpflegt und freuen uns jetzt. Wer in Indonesien auf Java unterwegs ist, dem empfiehlt sich auf jeden Fall mal eine Zugfahrt mitzunehmen. Es ist vergleichsweise günstig und geht recht schnell und es ist halt auch echt komfortabel, aber gleichzeitig hat man irgendwie das Gefühl, man fährt auch so richtig Zug. Ne? Es ist jetzt nicht so super moderne Hochgeschwindigkeitszüge, sondern man hört hier so ein bisschen das Knattern und Rumpeln, wie das halt beim Zugfahren irgendwie dazugehört, aber gleichzeitig gibt es halt irgendwie Speisewagen, gute Toiletten und es ist sauber und so. Also ja, auf jeden Fall eine Empfehlung, nicht nur für Zugfans wie mich, sondern für jeden. Die grüne Soße ist sehr scharf. Wirklich sehr scharf. Guck mal, der Blick aus dem Fenster so. Richtig cool auf den kleinen Wasserfall. Schöne Unterkunft. Richtig schön. Wir stürzen uns jetzt direkt mal ins Getümmel von Jogjakarta und die Stadt gilt auch als kulturelles Zentrum von Indonesien bzw. als die Wiege der javanesischen Kultur und Java ist die bedeutendste politisch, wirtschaftlich und eben auch kulturell bedeutendste Insel in Indonesien und hier in der Umgebung gibt es auch ein paar bekannte Sehenswürdigkeiten wie beispielsweise den buddhistischen Borobudur-Tempel, den hinduistischen Prambanan-Tempel, dann der Merapi-Vulkan, der hier in der Nähe der Stadt liegt und auch die Jomblan Cave. Mal schauen, was wir davon alles machen. Wir haben uns hier gerade in so einer kleinen süßen Seitenstraße verirrt. Aber jetzt gehen wir mal ins Stadtzentrum, was sich Malioboro nennt. Can you explain what is going on here? Yeah, I mean this is the festival in Yogyakarta. So to know their culture to others like this. Hier irgendwo in der Traube ist Helen drin und hier rechts sieht man sie so ein bisschen. Okay, sama-sama. Thank you. Thank you. Sama-sama, terima kasih. Very nice meeting you. Also sehr überschwängliche Begrüßung hier in Jogjakarta, aber wir ziehen uns jetzt mal ein bisschen zurück. Wir wollen ja die Aufmerksamkeit nicht auf uns legen, weil es liegt was anderes im Fokus, nämlich die javanesische Kultur, die wir jetzt hier direkt live miterleben können. Also ich würde sagen, netter Empfang bisher. Wasserstark. Richtig schön. Only today. Oh, we are lucky. This is King Cup Hamengkubuwono in Yogyakarta. Only from Java or from everywhere? No, South Sulawesi, Bali, Jakarta. There is in following carnival. Die
Die Zeremonie wird jetzt kurz unterbrochen. Es ist nämlich Zeit zum Beten. Der Muezzin ruft. Das heißt, hier kommt alles erstmal kurz zum Erliegen und wir können mal durchschnaufen. Es sind jetzt doch einiges an Eindrücken auf uns eingeprasselt hier. Wir haben uns mit super vielen Leuten unterhalten. Es ist total schön gewesen, aber auch sehr intensiv, weil man halt schon viel, oder wir schon viel Aufmerksamkeit auf uns ziehen. So. Ungewollt eigentlich, was jetzt gar nicht unsere Absicht war, weil eigentlich wollten wir die Zeremonie einfach ein bisschen schauen. Aber wir haben ein bisschen was darüber gelernt, wie das alles funktioniert und so. Also sehr interessant, werden wir jetzt in dem Blog hier alles gar nicht wiedergeben wollen und können. Morgen früh sehen wir uns dann wieder, wir leihen uns einen Roller und dann erkunden wir hier die Tempel um Yogyakarta. Selamat pagi. I made a reservation today for a scooter. Do you have the key? Okay, terima kasih. Ya, sama-sama ya. Sampai jumpa. Wir haben uns jetzt direkt einen Roller gemietet und machen uns jetzt auf zu einem Viewpoint, wo man den Merapi-Vulkan und den Prambanan-Tempel sehen könnte, muss ich sagen. Wir sind extra früh aufgestanden, wir haben jetzt, ich glaube, 5:45, damit man eine relativ klare Sicht hat. Aber es ist so ein bisschen diesig. Ich glaube ehrlicherweise nicht, dass wir was sehen können. Aber wir fahren trotzdem hin und wenn wir nichts sehen, dann gehen wir direkt in den Tempel rein. Ich habe mir bei Google Maps hier ein Restaurant rausgesucht, was auf so einem Hügel liegt, von dem man eigentlich eine richtig tolle Aussicht auf den Merapi-Vulkan hat. Aber man sieht ihn überhaupt nicht, er versteckt sich hinter den Wolken. Und das Coole ist, dass man hier auch den Prambanan sieht, also den hinduistischen Tempel. Und der ragt so ein bisschen aus der Landschaft raus und dahinter sieht man dann den Merapi-Vulkan. Das ist so ein einmaliges Panorama, was ich euch gerne gezeigt hätte. Weil auch wenn der Platz hier bei den Indonesiern recht beliebt ist, ist es noch so ein bisschen ein kleiner Geheimtipp, glaube ich zumindest. Habe nicht viel darüber gelesen. Aber ja, man kann nicht mal die Silhouette des Merapi erkennen, von daher schade. Oh, boleh. Okay. 1, 2, 3. Sama-sama. Very from. Germany. Oh yeah, money. Terima kasih. Bersama Schlägt sich gar nicht mal so schlecht. suatu, ya. Persembahan kali ini kita akan temani dengan lagu-lagu sesilat. Es wird noch ein bisschen Live-Musik hier eingespielt. Helen ist der lokalen Tanzgruppe beigetreten. Du Scheiße. Talent ist aber leider nicht da. Aber die sind so süß. Es geht um den Spaß. Also ich sag mal so, auch wenn es jetzt irgendwie anders ist als geplant, trotzdem ziemlich schön hier. Ja, total toll. It's like a shot. Yeah, like a shot? Wir kamen für die Aussicht auf den Merapi und haben was komplett anderes bekommen. Also richtig, richtig schön hier. Es gibt was zu essen, es gibt Aufführungen. Die Leute sind natürlich wie immer hier in Indonesien extrem freundlich und interessiert. Also Yogyakarta hat uns richtig mit so ganz unerwarteten Sachen irgendwie überrascht und es war jetzt schon richtig schön. aber jetzt wird es trotzdem mal Zeit, in den Tempel reinzugehen. Das heißt, wir sehen uns gleich da unten irgendwo wieder. Two ticket for Prambanan. Man kann hier beim Prambanan direkt ein Kombi-Ticket kaufen, wenn man noch zusätzlich den Borobudur besichtigen will oder andersrum beim Borobudur ein Kombi-Ticket kaufen, noch mit dem Prambanan zusammen oder auch online oder überall in der Stadt. Das wird hier angeboten und dann spart man, glaube ich, so 5, 6 Euro. Aber wir konnten das jetzt nicht machen, weil wir beim Borobudur noch oben auf die Spitze gehen wollen. Da hat man dann so ein Zeitfenster für 1 Stunde, das muss man vorher online buchen. Dann ist es nochmal eine Ecke teurer. Und ich glaube, was hast du jetzt gesagt, was kostet es? 29 Euro das andere. Also insgesamt haben wir jetzt 106 Euro, also 53 Euro für beide Tempel pro Person bezahlt.
I will introduce myself. My name is Nok, and I'm from Gamma English School. Can I practice English with you, sir? Sure, you can. It's nice to meet you. We all want to guide you here. 240 temple. This is Shad. It is Brahma temple, and Brahma is the expression of the God as the creator. This is my sister. Nice to meet you. I'm their teacher right in here. And what do you feel about that trip with them? Yeah, very good. It's really nice. How about their explanation? Very good. So they explained us about the 3 temples, about the gods, about the meanings, what does it mean. It was very interesting for us. Heute ist auf jeden Fall der Tag der Überraschungen. Wir haben hier eine Schülergruppe getroffen und die hat uns ein bisschen rumgeführt, um ihr Englisch zu üben und uns dabei ganz viel erklärt. Also das war echt ziemlich lehrreich für uns und die waren auch total süß und haben uns am Ende sogar noch 2 solche Fächer hier geschenkt und die können wir ehrlich gesagt auch ziemlich gut gebrauchen, weil es brutal heiß geworden ist hier. Aber ich glaube, dafür ist es relativ leer, weil wahrscheinlich sonst niemand in der Mittagshitze um 12 Uhr hier ist. Also es ist echt brutal. Und ich glaube, so die wichtigsten Sachen für die Tempelanlage haben wir wirklich während dieser interessanten Führung gelernt. Also der datiert aus dem 9. Jahrhundert, ist also über 1000 Jahre alt. Und hier hinter uns, das ist der größte Tempel, genau in der Mitte. Der ist dem Hindu-Gott Shiva gewidmet, also dem Gott der Schöpfung und der Zerstörung. Der ist knapp 50 Meter hoch, ist also auch die höchste Erhebung hier. Und wir müssen jetzt mal kurz raus aus der Hitze, schwingen uns wieder auf den Roller und dann sehen wir uns, glaube ich, beim größten buddhistischen Tempel der Welt sogar, dem Borobudur. Also wir sind jetzt hier auf der unteren Ebene und bis hierhin darf man auch ohne Guide sich frei bewegen. Und wenn man jetzt hochgehen möchte, dann muss man halt dieses Top-Ticket kaufen und kann halt nur in dieser geguideten Tour hochgehen. Aber ehrlich gesagt würde ich es trotzdem machen, weil das kostet halt trotzdem $25, nur um das einmal von außen zu sehen. Das ist auch nicht verhältnismäßig. Ja, also dann lieber mit Guide hoch. Also das wäre dann für $25 schon echt wenig, muss ich sagen. Und ja, das war 2018 einfach noch anders. Wurde jetzt nach Corona geändert, diese Regeln. Und ja, unsere Gruppe ist jetzt auf dem Weg nach oben. Und dann gehen wir mal hoch und schauen, wie es von oben aussieht. Okay, I'm waiting you here. After 20 minutes you come back here. Also die Tour ist jetzt durch, ging glaube ich so halbe, dreiviertel Stunde und jetzt haben wir noch 20 Minuten Zeit, hier oben auf der Spitze uns hier umzuschauen. Alles ist im goldenen Licht getaucht, die Landschaft grün drumherum. Also es ist schon ziemlich spektakulär. 17 Uhr, wir müssen raus. Die nehmen hier die Timeslots recht streng. Wir sind ein bisschen später als halb gestartet und ja, knapp eine Stunde später ist hier dann Schicht im Schacht. Und wenn ihr uns kennt, dann wisst ihr, dass wir nicht so die größten Fans von geführten Touren sind. Und hier bekommt man sie halt so ein bisschen aufgezwängt, ob man will oder nicht, wenn man halt auf die Spitze hochgeht, was wir auf jeden Fall empfehlen würden, weil nur dort gibt es halt die schöne Aussicht und diese Glocken und so weiter. Und auch wenn die Informationen vom Guide sehr interessant und lehrreich gewesen sind, hat es halt so ein bisschen eingeschränkt. Also ich meine, jeder genießt auf eine andere Art und Weise. Ich hätte gerne die Zeit und die Golden Hour für ein paar mehr Fotos und Videos genutzt. Aber gut, das ist halt Geschmackssache und ich meine, es ist halt auch alternativlos, es ist jetzt halt so. Aber was dazu kommt, ist halt auch der Preis. Das stimmt, das ist halt strenger geworden und teurer. Also das hat jetzt 29 € gekostet und dann nochmal 25 € für den Prambanan. Also für uns als Low-Budget-Backpacker ist das auf jeden Fall eine Menge Geld und vor allem ist es auch für indonesische Verhältnisse halt extrem viel Geld. Ne? Ich glaube, nur Angkor Wat war teurer von allen irgendwie, ja, Sachen, die wir in die Richtung gesehen haben. Eintritten, ja. Also ich glaube, man muss es einfach abwägen. So, ich denke, wenn man im Urlaub hier ist, dann ist es auch nochmal was anderes. Wenn man vielleicht einmal in Jogjakarta ist, dann nimmt man es vielleicht gerne mit. Ihr könnt es jetzt selber beurteilen, ihr habt es ja gesehen, ist es das wert oder nicht? Ja. So viel erstmal zu den Tempelanlagen hier in der Umgebung. Morgen ist unser letzter Tag und dann sehen wir uns wieder. You can take a photo with YouTuber there. Art exhibition. The art exhibition. Yeah, cool. We should go there after. Yes, okay, I get it. Hallo, selamat pagi. Du darfst aber nicht filmen, hat er gesagt. Jogjakarta gilt ja als Zentrum der Kunst und Kultur in Indonesien, unter anderem auch der Batik-Kunst. Also das gibt es für Kleidung und auch für Gemälde. Und wir konnten nicht widerstehen, wir waren in einer Kunstgalerie und haben zugeschlagen. Hier der Borobudur mit dem Merapi im Hintergrund zum Sunset.
so wie wir es gestern auch gesehen haben, fast. Und das war eine ganz tolle Kunstgalerie, allerdings durfte ich da drin nicht filmen, was völlig in Ordnung ist. Und er hat gesagt, dass die Erlöse unter den Künstlern aufgeteilt werden, dass noch ein Teil gespendet wird. Und es kommt zu einem stolzen Preis. 90 € hat es gekostet. Wir haben natürlich keine Ahnung, ob das ein gerechtfertigter Preis ist. 2 Stunden später. Wir sind gerade auf dem Weg zum Wasserfall und dann sagt die Helen hinter mir so, ich glaube, wir wurden ein bisschen verarscht. Ja, ich habe mal ein bisschen gegoogelt, weil es mir doch so ein bisschen komisch vorkam mit unserem Batik-Kauf. Und ich habe jetzt gelesen, dass es leider ein sehr üblicher Scam hier ist, dass man kein Original Batik verkauft bekommt, sondern halt irgendwas billig produziertes. Und ich habe das gerade so nachgelesen und es ist uns wirklich Step by Step genauso passiert, wie das halt in dieser Masche so üblich ist. Also wir wurden von jemand anderem angesprochen, der sagt dann, ja, ich kenne diese Art Gallery, da arbeitet ein Freund von mir. Dann sind wir da hingelaufen, der Freund wusste dann auch schon Bescheid, ist mir jetzt im Nachhinein aufgefallen, stand schon am Eingang. Ich durfte nicht filmen, nicht fotografieren. Fotografieren durften wir ein bisschen, aber nur einzelne Bilder. Und er selbst wollte nicht fotografiert werden. Ja. Und ich ärgere mich gerade so über mich selber, weil in letzter Zeit, ich bin schon skeptisch. Und in letzter Zeit, als wir in Indonesien unterwegs waren, war ich skeptisch und die Leute waren aber im Endeffekt hilfsbereit. So, ich kaufe hier ein Ticket für euch, weil ihr das nicht machen könnt. Oder wenn Leute irgendwie was einem aufschwätzen wollen und so weiter. Und es hat sich halt immer als richtig herausgestellt. Und Helen hat auch irgendwann mal gesagt, ja, vielleicht sollen wir unsere Skepsis mal ablegen. Das war jetzt in dem Fall leider falsch und ist, glaube ich, bestraft, weil ich meine, wir haben 90 € dafür bezahlt. Das ist leider echt nicht okay und wir brechen jetzt ab. Wir fahren nicht zum Wasserfall, weil wir wollen unser Geld wieder haben. Hier stehen wir jetzt vor der Kunstgalerie, in der wir waren, jetzt vor geschlossenen Türen. Und wir haben den Verkäufer mal konfrontiert, aber er beharrt halt darauf, dass es ein Original ist. Weil man muss halt unterscheiden zwischen Original, handgemalten Bildern, wie er uns das auch gezeigt hat, oder halt ja gefakten, kopierten oder maschinell hergestellten Bildern. Das versuchen wir später auch herauszufinden. Aber bevor wir das machen, wollen wir euch erstmal zeigen, wie diese Masche funktioniert. Also hier hat der ganze Scam angefangen. Wir waren hier auf diesem Markt, wo halt auch so Batik-Klamotten verkauft wurden. Und es hat jemand angesprochen und hat gesagt, hey, wart schon in dieser Gallery? Wir so, nee, noch nicht. Er so, okay, ein Freund von mir arbeitet da, ich zeige euch, wo das ist. So geht's halt immer los, ne, dass irgendjemanden da sozusagen reinbringt. Wir wurden auch schon mehrfach angesprochen, haben das halt bisher immer abgelehnt. Und selbst eben gerade, als wir sozusagen nochmal hingegangen sind, um den Verkäufer zu konfrontieren, wurden wir wieder angesprochen. Ja. Und ich habe dann mal so etwas überschwänglich getan, als sollte er uns das zeigen. Und dann ist er schon so ein bisschen skeptisch geworden. Meinte so, are you already bought? You wanna give back? So, also sind wir wahrscheinlich auch nicht die Ersten zu sein. Ja, und dann kommt man da halt an und dann packen die einen so richtig in Watte. Ne? Man kriegt erstmal noch einen Tee angeboten, der erzählt so ein bisschen, zeigt so ein bisschen diese Handwerkskunst oder diese Malkunst, wie das halt gemalt wird. Und ich meine, als planloser Tourist glaubst du das natürlich im ersten Moment mal. Ja, die sind halt super freundlich. Und er sagt dann so, hey, das ist voll das schöne Weihnachtsgeschenk für eure Eltern. Ja. Und so, er konnte auch noch Deutsch, hat uns dann seine Deutschkenntnisse gezeigt. Cool, er konnte wirklich gut Deutsch. Ja, aber weißt du, so alles, dass man so irgendwann das Gefühl hat, man sollte vielleicht was kaufen. Er hat dann auch noch gesagt, ein Teil der Erlöse wird halt gespendet und geht an Kinder und die teilen sich das alle. Und wir so, oh ja, okay, gut, voll dann machen wir das gemacht, halt mal. Voll ne? gut gemacht, ja. Wenn ich das jetzt so, wahrscheinlich, wenn ihr das jetzt hört, denkt ihr nur, wie dumm könnt ihr sein? So. Es ist schon obvious, manchmal im Nachhinein. Aber wenn man in der Situation ist, dann checkt man es manchmal nicht. Ja, und dann hat er uns halt die verschiedenen Bilder gezeigt und alle, die uns gefallen haben, waren halt natürlich die teureren Bilder. Ich meine, das Bild, was wir jetzt gekauft haben, das gefällt uns ja tatsächlich extrem gut. Aber alle die halt, sage ich mal, nicht so schön waren und laut dem, was wir auch gelesen haben, absichtlich nicht ganz so schön waren, die sind halt günstiger und die man halt haben will, wenn man hier in Yogyakarta ist, von dem Borobudur oder Prambanan oder so weiter, diese kosten halt richtig was. Die sind dann vom Professor gemalt genau, und er hat dann gesagt, ich habe so ein gutes Auge, weil ich die rausgesucht habe und so, weißt du, du bist halt so eingewickelt. Wir sind so naiv, es ist unfassbar. Scheiße, ey. Na gut, aber jetzt gilt es noch herauszufinden, ob wir einfach nur zu viel bezahlt haben oder ob das einfach ein kompletter Fake ist. Wir tauchen gerade richtig tief in die Recherche ein und zwar hat uns der Verkäufer ja den Namen des Künstlers oder des angeblichen Künstlers gesagt. Steht auch auf dem Bild. Genau, steht auch drauf. Ich habe es mal gegoogelt und habe dann unter dem Hashtag auf Instagram ein paar Bilder von dem gefunden und habe hier in Yogyakarta eine Art Gallery gefunden, die wirklich eine Art Gallery zu sein scheint. Die gibt es auch bei Google Maps. Genau, die gibt es und die haben auch ganz viele Fotos und so. Wir durften ja zum Beispiel jetzt nicht fotografieren und filmen. Und die verkaufen wohl Fotos von diesem Künstler, also im Original. Und die haben gesagt, ja, die verkaufen das. Und jetzt überlegen wir, ob wir halt vielleicht einfach mal dahin fahren mit unserem und die fragen, ob das ein Original ist oder ob wir halt gescampt wurden. Yes. Also hier sind wir jetzt in einer echten Kunstgalerie. Erkennt man schon mal daran, dass man nicht hingeführt wird, sondern sie einfach raussuchen muss. Und ja, wir schauen uns jetzt mal kurz hier ein bisschen um, bevor wir mal genauere Fragen zu dem Bild stellen. So first is like painting with the pencil. With the pencil. It's depend on the artist. There is artists that directly paint it with the wax, or us here because we work as a team. So we make the pencil design first, and then we put the wax on it like this.
Can I maybe show it to you? Yeah. So this is original. Yeah, it's original. How we see the original. So actually, when you put it back, Yeah. yeah, the lining is same. It's original. Okay. Here we not say it's fake batik. We say it printed batik. Ah, yes. Printed. So it's with the machine. Yeah. How we see the difference, the details, Yeah. everything is too perfect. Yeah, It's machine made. Yeah. Wir sind hier jetzt in der Kunstgalerie Batik Seno und Andy, der Besitzer, der hat uns hier ganz lieb empfangen, hat uns ganz viel zu den Prozessen erklärt, erlaubt mir auch zu filmen, da hätten vielleicht auch meine Alarmglocken angehen sollen, wie vorhin ich noch naiv gesagt habe, so ja, kann ich verstehen, nein, die Indonesier sind meistens sehr stolz auf das, was sie machen und so ist es hier auch, hat uns alles erklärt. Man kann den Künstlern hier vor Ort zuschauen und man kann auch selber Kurse machen, also wenn man das mal ausprobieren möchte, so Batik, kann man das hier auch machen. Ich glaube, das ist auch ziemlich cool. Und wir konnten auch herausfinden, ob unser Bild original oder gefälscht ist und es ist tatsächlich original. Das erkennt man einfach, wir haben uns hier auch die Unterschiede gezeigt zwischen gemalt und, ja, wie sagt man, gestanzt oder gedruckt. Von daher haben wir ein Original erworben. Das muss man dem Scammer in Anführungszeichen lassen. Das ist da hat er uns nicht angelogen. Nee, da hat er uns nicht angelogen. Wir haben halt das Doppelte bezahlt. Aber man zahlt halt ultra viel drauf. Also lasst euch nicht da irgendwo auf der Straße anquatschen, sondern kommt einfach direkt hierher. Wir fahren jetzt zurück und dann ziehen wir nochmal ein Gesamtfazit von unserer Zeit hier in Yogyakarta, was auf jeden Fall sehr, sehr viele Überraschungen hier für uns bereitgehalten hat. Wir sind zurück in unserem Standardrestaurant, trinken nochmal ein letztes Bintang, bevor es morgen weiter nach Kuala Lumpur geht. Und für uns war das jetzt wichtig, das am Ende nochmal einzuordnen. Ich meine, nur weil wir jetzt so dumm waren, wirklich komplett blöd und verarscht wurden, wollen wir jetzt nicht hier alles schlecht reden in Yogyakarta oder über die Batik-Gemälde und Kunst. Deswegen war es uns wichtig, dass wir nochmal in eine richtige Galerie gehen und euch das nochmal zeigen, wie das halt richtig abläuft, weil es ist ein sehr, sehr wertvoller Teil dieser Kultur halt auch. Und da wäre es auch irgendwie frech, als Tourist hinzugehen, nur aus eigener Dummheit zu sagen, ja, das ist hier voll die Scammerei und alles ist scheiße. Nein, so ist es nicht. Es ist wirklich was Tolles, Wertvolles. Man sollte halt einfach ein bisschen vorsichtig sein. Ja, und diese andere Galerie hat uns halt auch gezeigt, wie es eigentlich sein kann. Also Andy war so freundlich, ja. Wir wollten dann ein kleines Trinkgeld da lassen. Das wollte er nicht mehr annehmen, weil er meinte, nein, es ist irgendwie genug, wenn Leute da hinkommen und sich informieren über diese Kultur und so. Also so sind halt auch 99% der Indonesier. Ja. Das müssen wir auch ganz klar sagen. Ne? Das ist eine absolute Ausnahme, dass man hier so abgescammt wird. Wir sind trotzdem nach wie vor begeistert von Leuten und Land. Und schämen uns ein bisschen fast schon. Also wir fragen uns, wie konnte uns das passieren? Es gab so viele Alarmzeichen und wir haben sie alle ignoriert, als er das Bild gezeigt hat. Ich weiß nicht, da sind irgendwie ist alles irgendwie weggefallen. Ja, wir wollten es irgendwie unbedingt haben. Im Nachhinein denkt man sich so, wie konnte das passieren? Vielleicht ist euch ja auch schon mal so ein Scam passiert. Vielleicht seid ihr schon mal auf irgendwas richtig Doofes reingefallen, habt die Big Buddha Tour in Bangkok gemacht oder so. Lasst es uns bitte mal wissen, schreibt es uns in die Kommentare, damit wir uns nicht alleine so dumm fühlen. Und dann vielleicht nochmal abschließend ein paar Worte hier zu Yogyakarta. Also die Stadt hat ihren Ruf als kulturelles Zentrum in Indonesien und die Leute sind auch sehr stolz darauf. Ich glaube, das merkt man so ein bisschen, wenn man hier durch die Straßen läuft und woanders in Indonesien schon unterwegs war, dann merkt man das. Es ist schwierig zu beschreiben, aber die Leute wirken so ein bisschen gebildeter. Das soll jetzt nicht abwertend gegenüber den anderen gemeint sein, aber es ist ein bisschen anders. Viele Leute sprechen gut Englisch. Wir haben mit ein paar Leuten geredet, die bei internationalen großen Firmen arbeiten, die Kinder haben, die im Ausland, in großen Städten in den USA studieren. Generell gibt es hier sehr, sehr viele Universitäten. Also man hält ein bisschen was auf sich, wenn man in Yogyakarta ist. Diese Zeremonie am ersten Abend, die war auch nicht umsonst in Yogyakarta und nicht irgendwie in Jakarta. Und es hat schon so einen besonderen Flair auf jeden Fall. Was uns auf jeden Fall ein bisschen überrascht hat, ist, dass hier relativ wenig oder eigentlich sogar ziemlich wenige westliche Touristen sind. Also da habe ich viel mehr erwartet, weil Yogyakarta schon sehr bekannt ist, aber ich glaube tatsächlich mehr bei inländischen Touristen. Also innerhalb Indonesiens reisen sehr viele Menschen hierher. Westliche Touristen haben wir kaum gesehen und ich glaube, deswegen hat auch immer so viel Aufmerksamkeit erzeugt, weil wir wirklich sehr herausgestochen. Ja. Und eine Sache, die uns auch interessiert hat und die haben wir im Rahmen der Tour auf den Borobudur nämlich gefragt, wie es dazu kam, dass Indonesien muslimisch wurde. Weil man lernt hier ja viel über die hinduistische und buddhistische Kultur. So die buddhistische Kultur ist ja mehr oder weniger eigentlich nicht mehr da. Die hinduistische hat sich verschoben, ist ja nur noch auf Bali präsent und vielleicht auch ein paar anderen Orten in kleineren Dörfern oder so. Und wir haben das während der Tour mal nachgefragt bei unserem Guide und der hat erzählt, dass es im 14. Jahrhundert einen König gab, das war noch ein hinduistischer König, der aber zum Islam konvertiert ist, aufgrund des Einflusses des Osmanischen Reichs, die hier durch Händler und so weiter präsent waren. Und ihm ist dann sozusagen auch seine Bevölkerung gefolgt. Und seitdem ist Indonesien ein muslimisches Land. Und wir können uns das manchmal so gar nicht praktisch vorstellen. Indonesien ist ein riesiger Inselstaat und dann konvertiert ein König und das komplette Land oder fast das komplette Land wird irgendwie muslimisch. Also es ist sehr interessant. Ich glaube, da kann man wahrscheinlich auch nochmal im Detail ein bisschen genauer nachforschen. Aber das war jetzt so die Antwort, die wir dazu bekommen haben, weil das hat uns irgendwie schon die ganze Zeit interessiert. Aber das ist generell auch sehr spannend an Indonesien, dieser kulturelle Mix, weil ja viele dieser Religionen hier auch koexistieren, sehr friedlich. Also das ist eigentlich total schön.
Und ja, nochmal abschließend zu Jogjakarta. Wir sind ja hauptsächlich für die Tempel gekommen und auch um vielleicht den einen oder anderen Blick mal auf einen der großen Vulkane hier zu erhaschen. Und das haben wir gar nicht gehabt. Die Tempel haben uns nicht zu 100% überzeugt, das habt ihr ja mitbekommen. Und trotzdem hatten wir einen total schönen Aufenthalt hier in Jogjakarta, weil wir halt ganz viele unerwartete Begegnungen hatten. Und irgendwie war das so voller Überraschungen und hat richtig viel Spaß gemacht. Also man ist so richtig eingetaucht hier nochmal so in das lokale Leben. Also ohne diesen Scam wäre es ein sehr, sehr positives Fazit. Ja. So bleibt was etwas Negatives hängen, was wie gesagt in erster Linie unsere eigene Schuld ist. Und das ist vielleicht eine kleine Warnung für euch. Wenn ihr hierher kommt, dass ihr es dann einfach auch nur genießen könnt an den richtigen Ecken. Von daher, ja, bleibt insgesamt ein sehr positives Fazit von Jogjakarta, von Indonesien insgesamt. Ich meine, wir sind zum 3. Mal hier, waren jetzt 2 Monate hier, nicht umsonst lieben wir dieses Land und die Leute. Von daher werden wir mit Sicherheit nochmal zurückkommen. Sulawesi und Flores sind 2 Inseln, die uns auf jeden Fall noch interessieren, von denen wir noch nicht so viel gesehen haben. Aber das kommt irgendwann später mal. Jetzt geht es erstmal nach Malaysia. Der Flug nach Kuala Lumpur findet morgen statt und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao, ciao. Bis dann. You like it duck? No. We don't eat meat, that's the problem. Kultur von Jakarta, über eine Stadt, die man auch sagt, dass hier ja. So you don't.